Ankunft auf dem Stellplatz Schneeberghof. Die zwei Mädels suchen erstmal hier einen Platz, bevor wir den befahren. Viola hat einen gefunden und weist mich auch gleich hier ein. 36 Grad in Südtirol. Hallo liebe Wohnmobilfreunde, liebe Campingfreunde, wir stehen in Meran auf dem Schneeberghof. Das ist nördlich von Meran. Richtig Krach jetzt. Wird hier im Hintergrund werden gerade die Flaschen entsorgt, aber wir lassen uns nicht stören. Schneeberghof stehen wir, ein Hotel bzw. Bauernhof mit Wohnmobilstellplatz. Das, was wir euch jetzt mal zeigen wollen, ist ganz einfach. Das ist ein Wohnmobilstellplatz, ähnlich wie Campingplatz mit Ver- und Entsorgung und Brötchen und hast du nicht gesehen, Duschen, alles Mögliche. Wir zeigen es euch. Schneeberghof, schaut euch das Video mal an. Wir machen mal einen kurzen Rundgang. Wir waren vor 10 Jahren das erste Mal hier gewesen. Es hat sich einiges geändert. Nicht nur der Preis, sondern auch die Angebote und natürlich die Fläche. Viel Spaß in dem Video. Schneeberghof, wir sind in der Nähe von Meran, der Stellplatz am Schneeberghof. Wir sind wieder einmal hier nach gut 10 Jahren. Es hat sich einiges verändert. Damals haben wir den Platz noch für den Bordatlas getestet. Heute mal ein Video für euch. Ihr seht es im Hintergrund, wir sind hier mitten in den Tiroler Alpen. Wir sind in Südtirol, nördlich von Meran. Ein Hotel mit angrenzenden Stellplätzen. 60 an der Zahl haben wir hier. Es gibt 3 Stellplätze. Den ihr jetzt seht, ist der Stellplatz 1. Dann haben wir unten den Stellplatz 2, wo wir stehen, und den Stellplatz 3. Hier sind auch Gespanne zugelassen. Wenn ihr reinfahrt, ganz einfach hier Check-in. Wenn die Rezeption nicht besetzt ist, sucht ihr euch einen Platz aus und meldet euch zu den Öffnungszeiten der Rezeption ganz einfach an. Dann haben wir hier, wir zeigen es euch mal kurz, ein Schwimmbad und eine Liegewiese. Um nach Meran ins Stadtzentrum zu kommen, gibt es mehrere Möglichkeiten. Hier sehen wir den Fuß- und Radweg. Dann kann man noch mit der Buslinie frei fahren mit dieser Gäste-Kurkarte oder wie das heißt. Wir wollen hier an dem Tag einmal den Sessellift nutzen. Hier auf dem Weg vom Stellplatz zum Sessellift Meran. Gehminuten circa 5-6 Minuten. Geht hier Trepp ab. Und man ist in circa 5, 6, 7 Minuten fährt der Sessellift, ist man direkt im Stadtzentrum von Meran.
Ja, der Sessellift von Meran. Wir fahren jetzt abwärts. Wir haben für 2 Erwachsene und ein Kind 20 € bezahlt für die Hin- und Rückfahrt. Und jetzt geht es hier richtig steil runter. Ich zeige euch das mal, dass ihr das seht. So geht das richtig steil runter. Mal sehen, ob das im Video hier rüberkommt. Wir sind ca. 15 bis 20 Meter hoch, denke ich mal, hier über dem Boden. Und wir nähern uns jetzt der Talstation. Ich habe jetzt nicht auf die Uhr geschaut. Ich denke mal, die Fahrt hat ca. 5-6 Minuten hier gedauert. Wir haben aber parallel zum Sessellift auch hier einen Wanderweg. Und jetzt steuern wir die Talstation an. Die Talstation in Meran. Viola sitzt ganz vorn. Und jetzt ist Chantal dran. Hier wird ja Gepäck reichlich mitgenommen. He? Wie war es denn gewesen? Wie war mit Magen war's? In Magen war's. Und bei dir, Chantal? Bei dir ging's. Aber ich habe Und die Talstation und wir fahren im Grunde genommen auch dann wieder hier hoch. Von der Talstation aus ist man in ca. 3 Gehminuten im Stadtzentrum, hier die bekannte Laubengasse, wo die ganzen exklusiven Geschäfte zu finden sind und wo man auch hier schön shoppen gehen kann. Weitere fußläufige Sehenswürdigkeiten von hier aus natürlich auch die Therme von Meran, dann die botanischen Gärten, die sollte man auf jeden Fall mal besuchen. Dann hat man den Dabeiner Weg, den kann man einmal hoch oder einmal runter gehen. Die Laubengasse haben wir hier, dann die Wandelhalle, die sollte man sich einmal anschauen. Hier sehen wir die römische katholische Pfarrstadtkirche St. Nikolaus aus dem 14. Jahrhundert. Dein Sessel ist angewärmt. Zack. So, liebe Wohnmobilfreunde und Campingfreunde, Viola ist vor mir, Chantal sitzt ganz oben. Es geht mit dem Sessellift in Meran wieder hoch ins Dorf Tirol, wo Sissi einmal war, wie es heißt, und natürlich auch wo unser Stellplatz ist. Haben wir jetzt hier eine halbe Strecke über den Weinbergen von Meran. Wenn wir hier nach links schauen, haben wir die Alpen und natürlich die Stadt Meran zu unseren Füßen liegen. So, vor uns die Bergstation durch die Weinberge, der Fußweg nach unten. Ja, liebe Campingfreunde, der Sessellift eine tolle Geschichte, um hoch und runter zu kommen in Meran und zum Dorf Tirol. Hier sehen wir die Zufahrt noch einmal zum Wohnmobilstellplatz. Den wollen wir euch jetzt ganz einfach mal zeigen. Was hat sich denn verändert? Was ist neu dazugekommen? Hier haben wir die Liegewiese für die Camper unterhalb vom Schwimmbad mit Blick auf den Alpenpass im Hintergrund. Jetzt sind wir auf der Höhe vom Pool.
Den blenden wir euch auf jeden Fall nochmal mit ein. Jetzt sind Gäste gerade drin. Und hier haben wir die totale Ansicht vom Stellplatz. Vor uns der Platz 1. Dann haben wir rechts unterhalb den Platz 3 und oberhalb den Platz 2. Fähr- und Entsorgung haben wir. Und mit Blick natürlich auf den Alpen. Mit vielen schönen Radwegen, Wanderwegen. Ihr könnt runterlaufen nach Meran. Ihr könnt mit dem Sessellift runterfahren. Ihr könnt runterlaufen, mit Sessellift wieder hochfahren oder mit dem Fahrrad runterfahren, mit dem E-Bike und mit dem E-Bike auch wieder hoch. Ist alles machbar. Jetzt ganz kurz mal zu dem Platz. Wir haben hier die Preise in der Nachsaison 30,20 € und in der Hauptsaison 32,20 €. Duschen, WC zum Abspülen, eine Fähr- und Entsorgung. Strom ist komplett enthalten im Platz, alles enthalten. Was wir hier oben sehen, ist alles komplett enthalten. Der Schneeburghof hat eine angrenzende Gaststätte und einen riesigen Kinderspielplatz. Hier geradeaus haben wir die Rezeption. Ihr seht es, da meldet ihr euch an. Da gibt es Öffnungszeiten. Hier in der Mitte haben wir die Entsorgung von Grauwasser. Das seht ihr hier. Frischwasser gleich daneben. Es ist ein bisschen unglücklich gewählt, da die eine Fähr- und Entsorgung genau zwischen Platz 3 und 2 liegt. Also wenn hier jemand entsorgt, blockiert er natürlich die ganze Zu- und Ausfahrt. Frischwasser, dann haben wir hier haben wir die Entleerung Kassettentoilette. Dann haben wir hier zweimal Duschen. Die Duschen funktionieren mit Geld. 50 Cent kommen hier rein und für die 50 Cent könnt ihr, ich glaube, 1 Minute, weiß ich nicht jetzt ganz genau, wir nutzen das nicht, 1 Minute duschen. Hier die Wertstofftrennung und zweimal so eine Abspülgelegenheit für Geschirr. Wir stehen so auf Schotterkies ist das. Stromanschlüsse haben wir hier verteilt auf dem ganzen Platz. Ihr könnt also hier oben stehen. Hier, je nachdem wo frei ist. Oder ihr fahrt rein. Den Platz 3. Da gehen auch einige her. Wie gesagt, ungefähr um die 60 Stellplätze. Plus minus 10. Mache ich mich jetzt mal nicht ganz fest. Und jetzt schauen wir uns mal noch die Möglichkeiten zum Wandern an. Hier werden die Pflanzen gegossen. Hier haben wir die Öffnungszeiten vom Restaurant. Wichtig, Donnerstag, liebe Campingfreunde, ist Ruhetag. Dass ihr das eventuell mit einplant auf eure Anreise. Hier haben wir diese Sonnenterrasse. Hier haben wir den Wanderweg als auch gleichzeitig Radweg nach Meran. Das geht hier durch und hier hinten rechts dann runter. Hier haben wir die Sonnenterrasse. Sehr idyllisch. Und hier geradeaus wird Rasen gemäht. Da haben wir den wunderschönen Spielplatz für die Kinder. Alles eingezäunt, also ihr braucht hier keine Angst zu haben wegen euren Kindern. Die können sich hier voll vertun. Das ist die Rückseite, so schaut das aus. Natürlich auch eine bekannte Bikerstation hier. Das war schon vor 10 Jahren so gewesen, weil der Hotelinhaber selber Biker ist.
Also auch für die Biker hier eine Gelegenheit, Rast zu machen. Hier geradeaus sehen wir nochmal die Einfahrt, wo ihr reinfahrt. Das, was wir euch am Anfang gezeigt haben. Und dann hier die Plätze verteilt. Hier haben wir nochmal eine große Infotafel vom Camperstellplatz, nennt sich das Ganze. Ihr könnt Brötchen bestellen, die haben einen Brötchenservice. Müsst ihr dann alles zu den Öffnungszeiten der Rezeption hier mit bestellen bzw. erledigen. Teilweise haben wir hier Trinkwasseranschlüsse auch mit bei den Stromsäulen. So ist es hier bei uns zum Beispiel. Ja, liebe Wohnmobil- und Campingfreunde, ehe wir es vergessen, hier sehen wir Sedan, das ist der Chef von dem Schneeburghof, der Haus- und Hofhund. Er streift über den Platz und sucht sich seine Streicheleinheiten bzw. holt sich seine Streicheleinheiten bei den Gästen. Also da braucht ihr keine Bedenken zu haben. Natürlich sind Hunde dann hier auch erlaubt. Liebe Wohnmobilfreunde, ihr habt es gesehen, der Schneeburghof, ein idealer Wohnmobilstellplatz auf Durchreise oder wenn ihr Meran besuchen möchtet. Hier liegt man natürlich mitten in den Bergen, schaut immer mal nach dem Wetter. Ihr habt hier alles, was das Wohnmobilherz begehrt. Wir stehen auf Schotter, das haben wir euch gezeigt. Und mit dem Swimmingpool haben wir euch auch gezeigt. Die Gaststätte haben wir diesmal nicht getestet, weil da muss man vorreservieren. Das haben wir dieses Jahr nicht gemacht. Das letzte Mal war es gut, aber der Koch wird nicht mehr da sein, denke ich schon mal. Ja? Also, schön, dass ihr das Video wieder angeschaut habt. Bleibt schön gesund. Wir sehen uns wie immer auf den schönsten Plätzen der Welt. Bis dahin. Tschüss.